Na, wie sieht euer Tagesrhythmus im Lockdown so aus? Total produktiv und diszipliniert oder eher Typ um 3 Uhr nachts bemerken, dass man immer noch auf Instagram rumhängt und nichts gebacken kriegen? Wenn ihr zur letzteren Sorte gehört, ist das folgende Video genau das Richtige für euch. Selbstorganisation im Studium ist an sich schon häufig eine Herausforderung. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten fällt es vielen noch viel schwerer, da die ganze Zeit am Ball zu bleiben. Mir ging es anfangs genauso, aber mittlerweile habe ich einige Methoden entwickelt, die mich relativ produktiv durch den Homeoffice-Alltag begleiten. Davon möchte ich heute ein paar mit euch teilen. Die Versuchung, die erste Vorlesung im Bett zu verbringen oder nachts mit dem Argument, ich muss ja morgen nirgendwo hin, stundenlang auf Netflix zu versumpfen, ist zwar verlockend, aber leider nicht wirklich hilfreich. Tagesrhythmus muss nicht bedeuten, dass ihr alle mit dem ersten Hahnenschrei aufsteht und abends pünktlich nach dem Sandmännchen wieder ins Bett hüpft. Aber so eine gewisse Regelmäßigkeit im Tagesablauf und vor allem auch im Schlafrhythmus ist das A und O für belastbare Nerven und für einen leistungsstarken Kopf. Bei so viel Medienkonsum wie momentan kann es gut sein, dass unser Kopf nach einem ganzen Tag voller Bildschirmlicht und Multitasking abends nicht wirklich runterfahren, geschweige denn den Schlafmodus anknipsen kann. Solltet ihr nach einem langen Tag am PC Probleme damit haben einzuschlafen, dann kann das an eurer Bildschirmbeleuchtung liegen. Die produziert nämlich vor allem blaues Licht, was die Produktion von unserem körpereigenen Schlafhormon Melatonin behindert. Da kann es helfen, ein paar Stunden bevor man den PC verlässt, den sogenannten Nachtmodus einzuschalten. Den findet ihr in den Einstellungen und der filtert mit einem orangenen Overlay das blaue Licht raus, wodurch die Produktion von einem Schlafhormon wieder funktioniert. Außerdem ist es wichtig, seinem Kopf und auch seinem Körper zwischen Arbeitszeit und Schlafenszeit eine kleine Pause zu gönnen. Das heißt, arbeitet nicht, bis ihr direkt einschlaft, sondern klappt den PC vielleicht mal ein bisschen vorher zu. Wenn ihr dagegen, so wie ich, Probleme mit dem Aufwachen habt, gibt es mittlerweile kostenlose Schlaf-Apps, die anhand von Bewegung und Atmung den idealen Zeitpunkt zum Aufwachen berechnen. Die wecken euch dann in eurer Leichtschlafphase und dadurch fällt es weniger schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Der kleine Bruder vom Tagesrhythmus. Ein Sprichwort sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ganz Unrecht hat's damit nicht. Routinen geben uns rein psychologisch gesehen nicht nur Sicherheit und Stabilität, sondern sie nehmen uns auch einfach einen großen Teil vom Denken ab. Und gerade in Zeiten, wo gefühlt jeden Tag eine neue Regel oder eine neue Beschränkung erlassen wird, tut es ganz gut, wenn sich zumindest der eigene Tagesablauf nicht wirklich verändert. Egal wie mein Tag so aussieht, zu meinem Tagesablauf gehören auf jeden Fall immer 3 Mahlzeiten, mindestens 2 Flaschen Wasser, eine obligatorische Kaffeepause und abends ungefähr eine Stunde Zeit, um Musik zu hören, mal eine Serie zu gucken oder mit Freunden zu telefonieren. Das einzuhalten ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und auch hier gilt, individuell gestalten, probieren, was gut tut und umsetzen, was funktioniert. Hokus Pokus, you've now lost your focus. Wenn man so wie ich keine wirkliche Begabung für dauerhafte Konzentration hat, dann ist von zu Hause arbeiten die Produktivitätsfalle schlechthin. Es gibt einfach viel zu viel, was einen davon abhält, am Arbeitsplatz zu bleiben. Zum Beispiel den Schreibtisch aufzuräumen, zu putzen, mit dem Hund zu kuscheln, die 24.000. Lichterkette aufzuhängen. Im Endeffekt führt das aber nur dazu, dass ich die wirklich wichtigen Dinge von mir herschiebe und dann wieder meinen Schlafrhythmus zerstören muss, um sie irgendwie noch rechtzeitig hinzukriegen. Ein paar kleine Tricks gibt's dabei aber auch. Mein heiliger Gral seit Anfang der Online-Semester ist ein Journal. Ein Journal. So ein Journal ist im Prinzip nichts anderes als ein etwas detaillierterer Kalender. Manche benutzen da eine Tagesübersicht, es gibt auch Monatsübersichten. Für mich persönlich eignet sich die Wochenübersicht am besten, weil ich dann auf einen Blick sehen kann, okay, was steht die Woche an, was muss ich erledigt haben und dann kriege ich das meistens auch ganz gut hin. Das hilft vor allem dabei, den Überblick zu behalten und ein Überblick ist meiner Meinung nach das A und O dafür, dass man sich nicht so schnell überfordert fühlt und dann ins Prokrastinieren kommt. Zum zweiten Tipp musste ich mich selbst richtig lange durchringen, weil es mir echt nicht leicht gefallen ist. Und zwar geht es um dieses schmucke Teil hier. Ich lasse mich viel zu schnell ablenken und deswegen ist ein Handy für mich echt kein guter Arbeitsbegleiter. Es gibt natürlich die klassischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Nicht-Stören-Modus zu aktivieren oder das Handy ins andere Zimmer zu legen. Aber falls ihr so wie ich keine Selbstdisziplin habt, hilft es auch mal, das Handy einem der MitbewohnerInnen oder einem Familienmitglied zu geben. Für mich eine der besten Varianten, um über längere Zeit wirklich produktiv zu bleiben, ist die sogenannte Pomodoro-Methode. Die Pomodoro-Methode besteht daraus, dass man sich seine Arbeitszeit in kleine Schritte mit kleinen Pausen dazwischen einteilt. Der Klassiker ist 25 Minuten arbeiten und danach 5 Minuten Pause.
Das wiederholt man dann 4-mal und dann gibt es eine größere Pause von einer Viertel bis zu einer halben Stunde. Das hilft vor allem dabei, ein kleines bisschen Abwechslung reinzubringen und sich dadurch, dass man so kleine Schritte macht, nicht ganz so überfordert zu fühlen von dem Riesenberg an Arbeit, den man manchmal da liegen hat. Dazu könnt ihr euch natürlich entweder selber einen Timer stellen oder wenn ihr zum Beispiel auch gerne Hintergrundgeräusche, ASMRs oder Hintergrundmusik habt, gibt es auf YouTube sogenannte Pomodoro-Videos, die dann wirklich 2 Stunden lang dauern und wo die Arbeitsschritte vorgegeben sind. Mein persönlicher Favorit sind dabei die Harry Potter Pomodoros, weil man sich da wirklich so ein bisschen fühlt, als würde man gerade in Hogwarts sitzen. Mein letzter Tipp ist das sogenannte Coworking, das heißt Arbeiten mit anderen zusammen. Das kennt ihr vielleicht schon aus dem normalen Studium und momentan ist es ja wirklich ein bisschen schwierig, sich live und persönlich zu treffen. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich über Zoom, Skype und die ganzen anderen Plattformen da wirklich mit jemand anderem hinzusetzen. Und allein das Gefühl, dass da gerade jemand mitarbeitet, hilft schon viel. Langweilig! Ja, ich weiß. Ich sitze auch viel lieber unter der Decke auf meinem Sofa, aber leider macht sich das ziemlich schnell in Rücken, Nacken und meinen Gelenken bemerkbar. Wir sind einfach nicht dafür gemacht, den ganzen Tag drin zu sitzen und vor allem nicht am Schreibtisch und deswegen ist so ein bisschen Bewegung zwischendrin ganz gut. Und dafür müsst ihr gar keinen Hochleistungssport machen. Wenn ihr zum Beispiel die Pomodoro-Methode macht, dann eignen sich die 5 Minuten zwischendrin immer super gut, um mal aufzustehen, das Fenster zu öffnen, sich einfach mal ein bisschen durchzuschütteln oder zu einem Lied rumzutanzen. Und Bewegung ist nicht nur gut für eure Muskeln und Gelenke, sondern ihr baut dabei nebenbei auch noch das Stresshormon Adrenalin ab, wodurch sich deutlich entspannter lernt und abends auch besser schläft. Am besten ist es, wenn ihr das Ganze zumindest einmal am Tag auch nach draußen verlegt, denn ungefähr 15 Minuten Sonnen- oder Tageslicht brauchen wir, damit wir genug Vitamin D produzieren. Das waren jetzt meine persönlichen Tipps, die mich irgendwie durch den Homeoffice-Alltag bringen. Wenn ihr selber schon Methoden entwickelt habt, die euch super gut helfen, dann schreibt ihr uns gerne mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.